Hi, schön, dass du da bist. Ich zeige dir heute eine neue Kryptowährung und zwar heißt diese Kryptowährung Tencent. Tencent vereint den Kryptomarkt und den Aktienmarkt miteinander. Die bauen sozusagen diese Brücke zwischen diesen zwei Märkten. Und dieses System finde ich echt interessant und genau deswegen zeige ich dir heute diese Kryptowährung. Wir schauen uns die Details an, wie die Kryptowährung aufgebaut ist, wie sie funktioniert, wer dahinter steckt und noch ein paar andere Details. Also, ich freue mich schon mega, dir das alles zu zeigen und ich wünsche dir mega viel Spaß mit dem Video. Also, let's go! Cybersecurity. Be part of IT. Okay, wir sind jetzt hier auf der Webseite und zwar heißt die Tencent.io. Hier kannst du alles nochmal nachschauen, was ich in dem Video erkläre. Genau, also wir schauen uns erstmal an, wie diese Kryptowährung grob funktioniert. Und zwar gibt es hier eine schöne Grafik und die erkläre ich dir jetzt. Und zwar ist Tencent ETF 2.0. Was heißt das Ganze? Es gibt eine neue Herangehensweise und die funktioniert so. Als erstes kauft der Nutzer mit Ethereum, also ETH, Tencent Coins. Genau. Dann werden die Tencent Coins aufgesplittet, einmal in eine Gebühr von 1% und eine Gebühr von nochmal 1%, also insgesamt 2%. Das erste Prozent der Gebühr für einen Trade, sagen wir mal so, oder ein Handel, geht an alle Nutzer. Also jeder Nutzer verdient beim Handeln mit Tencent Geld, 1%. Das ist ja auch schon mal das Coole, das heißt, es ist passives Einkommen. Das zweite Prozent wird verbrannt. Was heißt jetzt verbrannt? Es wird einfach vernichtet. Dieses zweite Prozent geht einfach ins Nichts oder gibt es nicht mehr, existiert nicht mehr. Und somit werden es auch immer weniger Tencent Coins. Was heißt es jetzt? Dadurch, dass es weniger Tencent Coins werden, steigt der Preis für ein Tencent Coin. Also ist es deflationär. Sprich, es wird immer mehr wert, weil es immer weniger gibt. Das Gegenteil, was wir jetzt hier mit Euro und Dollar haben, das ist nämlich zurzeit inflationär. Genau, weil immer mehr Euro und Dollar gedruckt werden. Gut. Dann gehen wir jetzt hier weiter und zwar kauft die Firma Tencent 30% dieser Coins zurück. Sprich, die kaufen das und dann verbrennen sie es wieder. Also sie schmeißen es weg oder es gibt halt dann nicht mehr die Coins. Genau. Mit den restlichen 70% werden dann Aktien gekauft und Kryptowährungen. So zum Beispiel Coca-Cola oder Bitcoin oder Ethereum, je nachdem. Genau, das Ganze bekommst du dann auf dein Tencent-Konto und dann geht das Ganze wieder von vorne los. So funktioniert Tencent ETF 2.0 und ja, das System finde ich sehr cool und sehr innovativ. Also ja, ich habe jetzt zumindest nichts Vergleichbares gesehen. Was mir hier sehr gut gefällt, ist eben, dass die Coins verbrannt werden, also sozusagen vernichtet werden und es gezwungen ist, immer mehr wert zu werden. Ja, wenn das Ganze dir jetzt so schnell ging, dann gibt es hier nochmal auf Yahoo einen Artikel über Tencent. Hier ist alles nochmal schön zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Und wir haben hier, ja wie schon gesagt, die aggressive Deflation. Dann haben wir das Stacking, was sowas ist wie Zinsen, Deflation, habe ich ja gerade schon erwähnt. Scarcity, das ist Knappheit. Und hier nochmal die Brücke zwischen Kryptowährungen und dem traditionellen Markt. Genau, echt cool, dass die hier auf Yahoo auch schon einen Artikel haben. Und ja, schaut euch den auch gerne an. Okay, dann starten wir jetzt mit der Roadmap. Was alles passiert ist und was noch kommt. Wir sehen hier, der CEO hat gegründet, hat ein Team sich an Bord geholt. Und hier, das ist schon der erste krasse Punkt, hier hat er $100.000 in seine Firma investiert. Und ja, das ist schon eine Hausnummer und eine Ansage, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Dann hat er sich noch mehr Experten geholt, sie haben eine Webseite gebaut, die haben Marketing angefangen, haben die Firma angemeldet
Und hier der erste große Schritt, sie haben ein Presale ihrer Coins gemacht. Tencent hat am Anfang natürlich ein paar Bonusse für die ersten, sozusagen Early Birds, gegeben und das waren 10%. Das war am 31.01. Dann haben sie die Smart Contracts implementiert, was auch sehr wichtig ist für eine Kryptowährung. Und hier jetzt am 7. März war ein Presale, der global ging und hier gab es 5% Bonus. Und was richtig krass ist, sie haben hier 5000 Ethereum eingenommen. Und ja, ich blende euch nochmal ein, wie viel ein Ethereum momentan wert ist. Und ich würde sagen, auf jeden Fall, hier ist schon mal großer Trust von der Community da. Und so sehe ich das auch. Genau, ich zeige euch noch das Bild schnell. Und ja, hier 5000 ETH Hardcap. Das ist sehr gut für eine Kryptowährung. Das ist schon mal der erste große Schritt, um richtig durchzustarten. Also gutes Zeichen. Und jetzt geht es hier natürlich auch weiter. Die Leute wollen natürlich eventuell ihre Coins auch wieder zurücktauschen in Ethereum oder echtes Geld. Und hierfür starten sie jetzt Uniswap. Uniswap ermöglicht es, wie gesagt, die Tencent Coins in Ethereum umzuwandeln. Und von Ethereum in normales Geld umzuwandeln, ist dann gar kein Problem mehr. Und dieses Feature kommt am 31. März. Ich finde es echt krass, wie schnell die das hier durchziehen. Ein Feature nach dem anderen. Jedes Mal gibt es neue Sponsoren und so weiter. Also die wachsen echt schnell und ja, jetzt auch gleich wieder Technologie weiterentwickelt, um die Kunden natürlich auch zufrieden zu machen. Also Uniswap ist auch bald am Start und somit ist das Ganze schon ziemlich cool, denn man kann, wenn man Lust hat, sein Geld auch wieder rausholen, easy. Dann haben sie auch noch Robert Grein an Bord gebracht und zwar hat er eine eigene Firma namens Codewise und hat eben ziemlich viel Ahnung von Marketing und Coding und Analysen. Genau, er ist Business Angel und strategischer Partner von Tencent und ja, auf jeden Fall ein wichtiger Teil auch von Tencent geworden. Okay, dann sehen wir hier in der Roadmap, ganz zum Schluss dieses Quartals kommt die Blockchain Week in Rom. Hier werden sämtliche Blockchain-Technologien oder neue Coins vorgestellt und auch hier haben sie sich einen Platz gesichert. Denn der CEO darf hier sprechen auf dieser Blockchain Week und ja, so schaut auch die Pressemitteilung aus. Also, das ist der CEO und ja, auch ziemlich cool, dass der da dabei ist. So, dann schauen wir uns jetzt an, wie viele Coins gibt es überhaupt und wie viele davon wurden schon verbrannt oder vernichtet. Und zwar gibt es 210 Millionen Coins und davon wurden schon 2 Millionen Coins in 45 Tagen verbrannt. Sie sagen, es ist so viel wie ein Lamborghini Hurricane. Und ja, das ist einfach echt krass, dass sie einfach schon einen ganzen Lambo verbrannt haben, sage ich mal. Und ja, echt erstaunlich. Sprich, die Währung muss einfach immer mehr wert werden, denn es gibt immer weniger. Ja, auf jeden Fall cooles Prinzip mit dem Verbrennen und mir gefällt dieses Bild hier auch extrem gut, da das diese aggressive Vorgehensweise des Verbrennens nochmal schön darstellt. So, jetzt habe ich euch die ganze Kryptowährung zusammengefasst, alle News, was es gibt, wie sie funktioniert. Und ja, jetzt fehlt natürlich noch meine persönliche Einschätzung und Meinung. Und ich bin ziemlich begeistert von dieser Kryptowährung, denn sie haben, wie gesagt, schon ein sehr neues System an die ganze Sache heranzugehen. Und es ist auch ein gutes Zeichen, dass sie so einen starken Werbeauftritt haben und auch vor allem, dass sie bei diesem Hardcap schon 5000 Ethereum eingenommen haben. Das ist echt ein Zeichen vom Vertrauen von den ganzen Leuten. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze hier jetzt noch weitergehen wird, wie sie sich weiterentwickeln. Wenn sie mit diesem Tempo weitermachen, dann bin ich echt gespannt, wie schnell sie da noch weitermachen können. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, die Entwicklung dieser interessanten Kryptowährung weiter zu verfolgen. Alle Links zu diesen ganzen Tencent-Themen kommen natürlich unter das Video. Schaut gerne bei denen vorbei. Es gibt auch eine Telegram-Gruppe, wo du immer aktualisiert wirst, was gerade so am Laufen ist bei Tencent.
Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei dir und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Bleib sicher und be part of it. Peace.